Die Welt verändert sich schneller. Technologien ändern sich schneller und die Erwartungen von unseren Kunden steigern sich auch viel, viel schneller. Also ich glaube, dass es im Moment wahrscheinlich gefährlicher wäre, sich zu langsam zu verändern als zu schnell. Die Formensprache der neuen Klasse hat sich natürlich entwickelt. Die Anfänge von einem Designprozess sind meistens ein Wettbewerb. Wir wollen etwas machen, was auf den ersten Blick sehr clean ausschaut. Wir wollen auch ein bisschen von der BMW-Historie einbauen oder durchblicken lassen. Und man kriegt nicht so oft in einer Designerlaufbahn dann die Gelegenheit, ein Fahrzeug komplett neu zu denken. Am Anfang ist mir tatsächlich wichtig, dass jeder Designer sich frei fühlt, die Zukunft von BMW zu interpretieren. Und da war es auch gefordert, wirklich sehr kreativ ranzugehen. Das Auto hat eine gewisse Dynamik, ne? Und in der Vergangenheit kam das viel rüber, dass das Motorhaube lang ist und der Kabine ist mehr nach hinten verschoben. Mit der neuen Klasse kriegen wir jetzt hier eine größere Kabine und der Motorhaube ist verkürzt. Deswegen muss man so eine Dynamik finden mit anderen Mitteln. Genau das hat auch einen großen Einfluss natürlich aufs Interieur, da die Kabine halt größer wird, dementsprechend sind die Proportionen und das Raumgefühl natürlich komplett anders. Und besonders das Panoramic Vision Display hat da großen Einfluss. Davon leitet sich dann auch ab, wo zum Beispiel das Display seine Position findet. Das kann ich extrem gut erreichen, diese Punkte, sowohl hier als auch da. Besonders noch zu Anfang war es so, dass wir sehr, sehr eng mit Color & Trim zusammengearbeitet haben. Das ist wirklich so ein disruptiver Moment. Alles wird neu gemacht, die Denkweise, der Prozess komplett geändert. Es wurde viel enger zusammengearbeitet mit Interior-Design, aber auch mit der digitalen Welt, mit dem UI-UX-Design, mit der Formgestaltung generell, auch im Exterior-Design. Also es war wirklich ein toller Prozess. Und dann haben wir natürlich zu tun mit einem Fahrzeug, was intelligenter ist, mehr Sensorik an Bord hat und auch die musste untergebracht werden. Und so sind wir dann zu neuen Frontends gekommen. Wir haben hier ein komplett neues Gesicht. Die Anforderungen entwickeln sich weiter. Man muss mehr Komponenten entwickeln. Klar, ist das Auto früher schon aufgewacht. Aber dass da eine Geste dahinter liegt, das ist wirklich neu. Diese Feinheiten, wir haben wesentlich mehr Möglichkeiten der Bespielung. Präzise, ruhig, ausgewogen. Wir fangen langsam an, gehen nach außen und dieses Tak-Tak, das ist echt schön geworden. Wir haben einen Prozess, den wir auch Design-Technik-Konvergenz nennen, also eine sehr frühe Phase, in dem festgelegt wird, ob die Designvorstellungen technologisch überhaupt umsetzbar sind. Es bringt uns Wettbewerbsfähigkeit, weil wir in dieser frühen Phase in der Lage sind, die ersten Ideen auch gleich mit Umsetzung zu verknüpfen. Das macht uns stark, wenn es dann an die Industrialisierung geht. Und das macht natürlich einen Riesenspaß, vor allem wenn diese Disziplinen jetzt sehr, sehr stark so zusammenwachsen und die zusammen erleben kannst. BMW wird ein ganz anderes Look and Feel haben. Immer noch basiert auf das Fahrerlebnis, aber deutlich moderner und fortschrittlicher noch als heute.